Hallo zusammen! Heute in meinem Video zeige ich, wie man so ein Regal häkelt, beziehungsweise im Video zeige ich diese mittlere Körbchen und gleichzeitig erkläre ich, wie häkelt man die kleinere und die größere. Unterschied nur bei dem Boden, also bei der Reihenanzahl. Abmessung für dieses Regal ist ganz aufgehängt von oben bis unten ist 90 cm. Diese Körbchen ist 20 cm, hier ist 24 und hier ist 28 cm. Dieses Regal kann man fürs Bad benutzen oder auch im Schlafzimmer oder auch Küche, egal wohin. Es ist sehr praktisch und hat viel Platz. Sieht auch schön aus, finde ich. Materialien, die ich dafür benutzt habe: Cotton-Fillet 3 mm. Für diese 3 Stück habe ich ungefähr 3,5 bis 4 Knäuel verbraucht. Ich weiß jetzt nicht genau. Kleine Körbchen eine ausreichend, mittlere Körbchen 1,5 ungefähr und große Körbchen fast 2. Ja, schauen Sie, welche Größe ihr braucht und orientieren Sie dann ungefähr. Häkelnadel Nummer 5 benutzt und im Baumarkt einfach einen Stock, 1 Meter war das. Ich habe das in 3 Teile gesägt, und zwar die kleinste 25 cm, mittlere 35 und die größte ist 40. Und Durchmesser ist hier 1 cm. Amigurumi-Ring, in diesem Ring 6 Stäbchen. Als erstes Stäbchen mache ich 3 Luftmaschen und dann 5 normale Stäbchen. Ziehen Sie diese Ende kreisschließig. Reihe Nummer 2. Jede Stäbchen wird verdoppelt, also am Ende wird 12 Stäbchen sein. Ich mache direkt hier 3 Luftmaschen für erste Stäbchen. Dann hier unter die 2 Faden, Stäbchen Nummer 2, dann die nächste. Also insgesamt 12 Stück. Die letzten 2 waren hier bei diesen 3 Luftmaschen, ja, hier bei der letzten. Also insgesamt jetzt 12 Stück hier. Reihe Nummer 3, 3 Luftmaschen, wenden. In dieser Reihe wird zwischen Zunahme eine einzige Stäbchen sein. Also das heißt, hier direkt mache ich eine Zunahme. Nächste ist einzelne. Dann wieder Zunahme. Also 2, 1, 2, 1 bis zu Ende. Und hier am Ende auch bei diesen Luftmaschen, hier diese letzte Luftmasche. Bei der Reihe Nummer 4 zwischen Zunahmen 2 einzelne Stäbchen. Erstmal 3 Luftmaschen. Dann an die gleiche Stelle hier mache ich Zunahme. 2 einzelne Stäbchen, dann die nächste Zunahme. In der Reihe Nummer 5 zwischen Zunahmen 3 einzelne Stäbchen und ich mache immer am Anfang Zunahme, dann 3 einzelne, dann Verdoppelung, dann wieder 3 einzelne, Verdoppelung. In der Reihe Nummer 6 zwischen Zunahmen 4 einzelne Stäbchen und wie immer am Anfang Zunahme, dann 4 einzelne. Wer häkelt kleine Körbchen? 6. Reihe ist die letzte Reihe für den Boden.
Danach muss man diese Seite mit Festmaschen umhäkeln, aber das zeige ich auch später. Jetzt häkeln wir noch eine 7. Reihe, also die letzte Reihe für die mittleren Körbchen. Für große Körbchen braucht man 8 Reihen. So wie immer, erstmal 3 Luftmaschen. In der Reihe Nummer 7 zwischen zusammen sind 5 einzelne Stäbchen. Wer häkelt weiter? Reihe Nummer 8. Zwischen zusammen sind 6 einzelne Stäbchen. Als nächstes häkeln wir diese Seite mit Festmaschen um. Hier sind 7 Reihen. Bei jeder Reihe sind 2 feste Maschen, also das heißt 14 Maschen hier. In die Mitte kommt noch eine Masche und hier sind auch 14 feste Maschen. Als erste eine Luftmasche für die erste feste Masche. Dann hier suchen Sie immer eine Stelle, regelmäßige Abstände. Schauen Sie immer, wo die 2 Maschen reinkommen. Und häkeln Sie bis zu Ende, bis hierhin. So sieht das jetzt aus. Jetzt häkeln wir Wände hoch. So, bei der ersten hier irgendwo verbinde ich mit einer Kettmasche. Und an die Stelle direkt steige ich mit 3 Luftmaschen nach oben. So, mit Stäbchen wieder drauflegen und schauen Sie, gehen wir mit in die Masche, nehmen diese Faden und diese Faden, welche hinten, also unter den 2 Faden, hier und da. Ein Stäbchen häkeln, dann in die nächste, hier und da. Bis man ganze Boden so umhäkelt. In die Ecke, wo Luftmasche war, gibt es nur einen Faden hier und einen Faden. Und weiter unter 2. Bis hierhin, bis zuletzt. Hier am Ende, da ist Kettmasche und hier ist die letzte. Wir verbinden jetzt diese Reihe. Schauen Sie bei der 2. Stäbchen, oben diese 2 Faden, offene Masche durchziehen, unter diese Verbindungsstelle, unter diese Masche, das drauflegen und kann man 3 Luftmaschen zur Steigerung häkeln oder kann man ein Fake-Stäbchen häkeln. Also durchgezogen, bisschen weiterziehen, also ungefähr so groß wie Stäbchen, halten, drehen, halten, durchziehen und abhäkeln. So sieht das aus. So, nächste Reihe wird Stäbchen abwechselnd mit Luftmaschen gehäkelt. Erste Stäbchen haben wir gemacht. Die ist praktisch zwischen diese 2, also in die Mitte hier. Jetzt eine Luftmasche. Eine wird übersprungen und hier ein Stäbchen häkeln wir. So geht die ganze Reihe. Eine Luftmasche, überspringen, die nächste Stäbchen. So sieht das aus. Die Verbindung wird immer gleich sein. 2. Stäbchen suchen. Diese 2 Faden gehören zu Stäbchen. Die nächste 2 Faden ist Luftmasche. Unter diese 2 Faden, diese offene Masche durchziehen. Auf die andere Seite. Unter diese Verbindungsstelle gehen. Das drauflegen.
und Faden rausziehen. Also 3 Luftmaschen oder ein Fake-Stäbchen häkeln. Und weiter geht's gleich einfach Stäbchen, eine Luftmasche. Dann häkelt man hier rein ein Stäbchen, eine Luftmasche und so weiter. In jede Öffnung kommt ein Stäbchen und zwischen denen ist eine Luftmasche. So sieht dann das aus. Ihr häkelt in die Höhe, welche ihr braucht. Zum Beispiel für diese kleine war 1, 2, 3, 4 Reihen war hier. Bei der großen war 8 Reihen. Und für die mittlere werde ich wahrscheinlich 6 häkeln. Zwischen 4 und 8, 6 in die Mitte. So, Reihe zu Reihe. In Öffnung Stäbchen, zwischen Stäbchen eine Luftmasche und Verbindung immer zweite Stäbchen gucken und die 2 Faden unter die, wo Luftmasche ist, verbinden. 6 Reihen habe ich gehäkelt, jetzt Verbindung bei der Luftmasche hier durchziehen, aber wir häkeln eine feste Masche raus. Keine Stäbchen mehr, weil die nächste Reihe wird Abschluss sein und so sieht das aus. So, gehäkelt wird in eine Öffnung Festmasche, in der nächsten Öffnung 5 Stäbchen, dann wieder eine Festmasche, 5 Stäbchen und so bis zu Ende abwechseln. Also hier kommen jetzt 5 Stäbchen rein. Hier kommt eine feste Masche, dann in die nächste wieder 5 Stäbchen. Die letzte Masche verbinden wir hier bei der ersten Masche, Garn abschneiden, Ende rausziehen, diese 2 Faden und wieder zurückbringen, wo es rauskommt. So ist abgeschlossen. Ende durch mehrere Maschen runterziehen, verstecken und vernähen. Ich habe Stock durchgelassen, also einfach Anfang, wo diese Ecke ist, Ende hier. Bei der kleinen habe ich 25 cm Stock, bei der mittleren 35, bei der größeren habe ich 40 cm. Also schaut, wie bei euch Breite so aussieht und ja, anpassen. So, es wird das oben sein, das Mitte und unten ist die größte. Und an dieser Stelle jetzt häkeln wir Schnur einfach mit Kettmaschen. Einen Knoten bilden. Und versuchen, diese Kettmaschen ganz fest zu häkeln, damit das mit der Zeit nicht auseinanderleiht. So. Und man häkelt diese Schnur von unten anfangen, diese Stelle, also dieser Holzstab bis Mitte, oben und dann wieder so zurück. Also wirklich lange Schnur. Meine Schnur ist 2 Meter lang, also wenn man noch auseinanderzieht, wird ungefähr 2,10 Meter sein. Ich fange unten bei dem größten Körbchen an und einfach einen Knoten bilden, damit das wirklich fest hängt. Wir machen auch 2 Knoten bilden, aber ich denke, eine ist okay. Und dann diese andere Ende auch hier verknoten. So,
Dann geht man zu der nächsten Etage. Schauen Sie Abstand, wie viel ihr braucht. Ungefähr so. So denke ich, okay. Dann verbinden Sie auch hier mit einem Knoten. So sieht das aus, dann auch fest. Dann weiter geht man zu dem kleinsten und dann wieder zurück. Also dann geht er eine nach anderen in Reihenfolge und dann hier ein Knoten und ganz am Ende dann hier. Abstände messen, damit das alles gleich hier bleibt. Und dann alles fixieren. So sieht das fertig aus. Und wer mag, kann auch oben hier umwickeln. Also richtig gerade ausrichten und erstmal fixieren. Eine Schnur nehmen. Ich habe 60 cm abgeschnitten. So, halten Sie das fest. Wird ungefähr so sein. Die Höhe können Sie auch selber variieren. Ungefähr hier in die Mitte. Also erstmal halten, eine Schlaufe bis nach oben. Dann fängt man hier unten, wickeln. Festhalten und wirklich festwickeln. Die Höhe können Sie selber bestimmen. So, jetzt bin ich oben. Diese offene Ende hier durchlassen und unten ziehen. Also dann verknotet sich das und ziehen Sie diese Knoten irgendwo bis zur Mitte. Also orientieren Sie sich, wo das ungefähr ist. So. So, ich denke, so ist okay. Und ganz stark ziehen, damit es nicht aufgeht. So, abschneiden, hier, da. Diese kann man jetzt auch losbinden. So sieht das fertig jetzt aus. Und mein Henny-Regal ist fertig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreiben Sie mir einen Kommentar, abonnieren Sie meinen Kanal und über eure Likes werde ich mich besonders freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!